Die Flugmodi und Quickshots der DJI Mavic Mini sowie alle Funktionen der neuen DJI Fly App im Detail. Hallo und willkommen bei drohnen.de. In dieser weiteren Folge über die DJI Mavic Mini wollen wir uns ganz im Praktischen, das heißt hier nach der Einleitung geht es sofort raus und ihr bekommt direkt die Aufnahmen von draußen aus der Praxis zu sehen, wollen wir uns einmal mit den Flugmodi und den Quickshots-Modi beschäftigen und vor allem mit der ganz neuen DJI Fly App. Das ist nämlich eine ganz neue App, die zur Steuerung von der DJI Mavic Mini von DJI geschaffen wurde. Da wollen wir uns anschauen, welche Einstellungsmöglichkeiten gibt es da, wie sieht die App in der Praxis aus. Deswegen sei hier am Anfang gleich gesagt, wenn ihr unseren Testbericht lieber sehen wollt und euch erstmal prinzipiell informieren wollt, wie sind die Flugreichweiten und so weiter und so fort, wie ist die Akkulaufzeit, wie sind die Kameraspezifikationen, dann seid ihr in dem Video hier vielleicht falsch, weil das beschäftigt sich wie gesagt hauptsächlich mit der Fly App und jetzt einigen praktischen Anwendungsszenarien. Dann solltet ihr in unser großes Testvideo reinklicken, das verlinke ich euch hier oben mal. Dort seid ihr richtig, wenn ihr erstmal einen Überblick sehen wollt und eben den Test von der DJI Mavic Mini. Hier jetzt zur reinen Praxisanwendung und eben hauptsächlich, wie gesagt, auch um die DJI Fly App. Da ist ganz wichtig zu verstehen, aktuell könnt ihr die noch nicht runterladen. Da haben wir sehr viele Kommentare hier unter unseren YouTube-Videos bekommen. Wo bekomme ich die denn her? Aktuell ist die DJI Mavic Mini ja wirklich brandneu und gerade erst in der Auslieferung und die App wird erst in wenigen Tagen in den App Store und in den Play Store reinkommen. Dort könnt ihr die dann auch kostenlos downloaden. Wir haben die nur hier schon zum Testen, eine Vorab-Version. Das ist auch wichtig zu verstehen. Da können sich vielleicht die ein oder anderen Kleinigkeiten noch ändern oder nachher bei euch in der finalen Version anders aussehen. Aber ich gehe mal davon aus, zu 99,9% ist das auch identisch mit dem, wie wir es euch hier zeigen, sodass ihr das sowohl wunderbar benutzen könnt. Einmal, wenn ihr eine Mavic Mini selber vielleicht schon bestellt habt und euch informieren wollt, wie funktioniert das Ganze und einfach eine Anleitung braucht, wie benutze ich die App richtig, welche Funktionen gibt es, wo muss ich überall klicken und wie kann ich auch als Anfänger, sowohl als Anfänger als auch als Profi, das Gerät optimal nutzen, als auch, wenn ihr euch vielleicht noch gar nicht entschieden habt und noch keine Mavic Mini bestellt habt oder gekauft habt und euch unseren vorhin besagten Testbericht vielleicht schon angeschaut habt und jetzt einfach mal schauen wollt, wie sieht das Ganze praktisch in der App überhaupt aus, fühle ich mich damit wohl, wie wird so eine Drohne prinzipiell gesteuert und wie funktioniert die App und so weiter, dann ist das Video genauso interessant für euch, also sowohl für Anfänger als auch für Profis, um einfach einen Überblick zu bekommen, wie handhabe ich alles richtig, wie mache ich alles in der richtigen Reihenfolge, wie bringe ich sie in die Luft, wie bringe ich sie heil wieder zurück und welche Einstellungen muss ich beachten, damit der ganze Flug auch wirklich reibungslos abläuft. Und damit wir das Ganze jetzt, ja, sag ich mal, Stück für Stück auf die Reihe kriegen, gehen wir direkt raus und gucken uns das Ganze wirklich in der Praxis an und bringen das Gerät dann auch schnellstmöglich erst einmal in die Luft. Bevor ihr dann das erste Mal startet im Freien, solltet ihr einige Sachen natürlich vorbereiten und zwar als erstes natürlich die Akkus laden. Das heißt, ihr habt ja entweder die Fly More Combo gekauft, wo ihr mehrere Akkus und auch diese Multi-Ladestation habt, dort dann die Akkus in die Station reinstecken und mit dem mitgelieferten USB-Netzteil verbinden und laden lassen. Nicht wundern, wenn ihr die Akkus so direkt in die Mavic Mini reinmacht, passiert erstmal gar nichts, denn die Akkus werden erst aktiviert, wenn sie einmal vollständig komplett geladen sind. Das heißt, ihr könnt sie nicht einfach reinstecken und mit der Restladung überhaupt schon anstellen. Das wird nicht funktionieren, sondern ihr müsst sie komplett laden. Wenn ihr nicht die Fly More Combo habt, dann müsst ihr direkt in der Mavic Mini laden. Also den Akku reinstecken, hinten in das kleine Fach, fest reinschieben, bis sie einklickt und dann habt ihr hier hinten einen Micro-USB-Anschluss und dort könnt ihr die Drohne selber mit eingelegten Akku dann direkt laden an einem PC dran oder mit einem Micro-USB-Kabel mit normalem USB-Anschluss dann an einem Smartphone, Netzteil oder wie auch immer.
Ihr solltet euch die App auf dem Handy installieren, entweder im Apple App Store, wenn ihr ein iOS-Gerät habt, oder im Play Store, wenn ihr ein Android-Gerät habt. Und ihr solltet auf jeden Fall beides schon mal zu Hause miteinander verbinden und starten, denn ihr müsst dann in der App am Anfang euch erst einmal registrieren, also einen DJI-Account anlegen, wenn ihr den noch nicht habt, und dann auch das Gerät aktivieren, damit eure Gewährleistungs- und Garantiezeit und so weiter startet. Anders könnt ihr nicht starten, und das macht auch Sinn, dass ihr das zu Hause macht, wenn ihr vielleicht noch im eigenen WLAN seid. Das ist aber relativ unkompliziert. Und wie ihr das Gerät dann verbindet und in welcher Reihenfolge ihr das anschaltet, das sehen wir gleich, wenn wir jetzt draußen im Feld sind. Für den ersten Flug solltet ihr euch auf jeden Fall ein freies Feld aussuchen mit sehr viel Platz ringsherum. Ihr packt die Drohne dann in Ruhe aus, das heißt als erstes das Gerät selber aus der Verpackung nehmen, die Propellerarme entsprechend aufklappen, die vorderen zuerst, dann die hinteren Arme ausklappen, gegebenenfalls noch die Gimbal-Sicherung abnehmen, also dieses kleine durchsichtige Fenster, was ihr über den Gimbal habt, das habe ich hier jetzt nicht mehr drauf gehabt. Dann den entsprechenden Akku, einen voll geladenen Akku nehmen und hinten in die Drohne einsetzen. Dazu hinten die kleine Luke öffnen, fest eindrücken, bis es einklickt, schließen und die Drohne, ganz wichtig, auf eine gerade Oberfläche stellen. Dann die Fernsteuerung, oben die Antennen ausklappen und unten die Smartphone-Halterung ausklappen. Und jetzt euer Smartphone einsetzen und beiher gleichzeitig auch noch unten den Stecker einfädeln. Vorab könnt ihr gegebenenfalls schon die DJI Fly App gestartet haben auf dem Smartphone. Als nächstes ist die Reihenfolge sehr wichtig. Zuerst immer die Fernsteuerung einschalten. Das geht rechts oben über den Power-Button. Diesen einmal kurz drücken, dann loslassen und dann nochmal lang drücken, bis die LEDs durchlaufen. Und als nächstes genauso die Mavic Mini einschalten. Einmal unten drunter den Power-Knopf kurz drücken, loslassen und so lang drücken, bis sie an ist. Und dann in der DJI Fly App warten, bis dort die Information auftaucht, dass das Gerät verbunden ist, und dann wird rechts unten in der Ecke auch der Button blau und ihr könnt draufklicken und kommt dann direkt in die Flugansicht. Ihr müsst die Drohne vor dem Start nicht gesondert kalibrieren. Wichtig ist nur, wenn ihr sie angeschaltet habt, dass sie wirklich auf gerader, ebener Oberfläche steht, dann kalibriert sie ihre Sensoren dort automatisch und allein. Es kann nur sein, je nachdem, wenn ihr euren Standort großartig verändert oder auch beim ersten Anschalten, dass sie eine Kompasskalibrierung haben will. Die könnt ihr auch im Menü manuell anstoßen. Dazu kommen wir später noch, wie die durchgeführt werden kann. Sollte da nichts gefordert werden oder keine Einblendung kommen, dann müsst ihr auch nichts weiter kalibrieren und alles läuft so, wie es sein soll. Jetzt ist es wichtig, euch ein paar Minuten Zeit zu nehmen und die App erst einmal zu verstehen und euch im Detail anzuschauen. In der Mitte seht ihr den Live-Screen, also sprich das Live-Bild direkt live aus der Kamera raus. Links unten in der Ecke habt ihr zwei Informationen, nämlich die aktuelle Geschwindigkeit und die Distanz zu euch sowie die Höhe, die aktuelle Flughöhe. Und in der Mitte unten seht ihr den GPS-Empfang. Dort ist das Icon momentan rot. Das bedeutet, ihr habt nicht genügend Satelliten, um zu starten. Deswegen steht oben in der linken Ecke auch mit erhöhter Vorsicht starten. Dort solltet ihr gar nicht starten, wenn das da steht, sondern mit erhöhter Vorsicht starten ist eigentlich mehr eine Information dafür, wenn ihr Indoor fliegen wollt, also in einem Gebäude, wo ihr ja nie GPS-Signal habt, dann könnt ihr mit erhöhter Vorsicht starten und braucht auch nicht auf GPS warten, denn dort werdet ihr den entsprechenden Empfang nicht bekommen. Ansonsten solltet ihr draußen immer warten, bis unten das Signal dann irgendwann verschwindet. Wenn ihr draufklickt, bekommt ihr auch die Information Aircraft GPS-Signal Searching, also das Fluggerät sucht noch nach GPS-Signal. Und erst wenn genügend Satelliten vorhanden sind, ihr seht die kleine Zahl auch daran, da haben wir aktuell eine 7 stehen, und erst wenn genügend Satelliten für einen sicheren Start vorhanden sind, dann wechselt das Signal und ihr bekommt so einen kleinen Halbmond unten angezeigt. Das ist eure Position in der Mitte als Punkt, und auf dem Halbmond bekommt ihr dann die Drohne eingeblendet in Relation zu eurer Position. Links oben wechselt die Ansicht dann auch aus mit erhöhter Vorsicht starten auf Starterlaubnis. Das heißt, dann könnt ihr relativ sicher starten und ihr bekommt auch nochmal eine Info eingeblendet, dass der Homepoint, also euer aktueller Standort, aufgezeichnet wurde, damit diese Drohne für die Return-to-Home-Funktion weiß, wohin sie zurückfliegen muss, sollte einmal die Verbindung abbrechen oder die Akkulaufzeit zur Neige gehen.
Rechts oben seht ihr ebenfalls an dem Icon, je nachdem ob das rot ist oder nicht, ob die Verbindung zur Drohne gut genug ist. Das ist oben mit diesem kleinen Radarsymbol, was da eingeblendet wird. Dort könnt ihr das sehen. Rechts daneben auf dem Akku seht ihr eure aktuelle Akku-Restlaufzeit bzw. im Prozent die Restladung von eurem Akku. Und ganz rechts oben wird euch dann, wenn ihr gestartet seid, noch die Flugzeit eingeblendet, also sprich, wie viel Restflugzeit ihr noch zur Verfügung habt. Ihr könnt rechts oben auch auf das Icon, auf das Batteriesymbol draufklicken und dann bekommt ihr noch viele weitere Informationen, nämlich zum Beispiel die Akkutemperatur, die Akkuspannung von beiden Akkuzellen, denn es ist ein Zwei-Zellen-Akku, den ihr da eingelegt habt, also jede Zelle hat ihre eigene Spannung. Das müsst ihr nicht großartig beachten. Interessant ist nochmal links die GPS-Satellitenanzahl, dort könnt ihr auch, wenn das Symbol unten in der Mitte verschwunden ist, nochmal nachschauen, wie viel Satelliten ihr prinzipiell habt, aber ihr müsst euch eigentlich nicht darum kümmern, denn solange genügend Satelliten vorhanden sind und die werden in der Regel im Flug auch nur mehr anstatt weniger, könnt ihr sicher fliegen, ansonsten bekommt ihr auch so oder so eine Einblendungsmeldung. Und dann seht ihr links unten auf dem eingeblendeten kleinen Fenster auch nochmal die Flugzeit. Das ist nicht die Restflugzeit, sondern die Zeit, die anzeigt, wie lange ihr eben dementsprechend schon in der Luft seid. Die App zeigt euch dann noch weitere Möglichkeiten. Auf der linken Seite seht ihr links den Starten-Pfeil, also ein Pfeil nach oben. Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr zum Startmenü. Das benutzen wir jetzt erstmal nicht, denn ihr solltet noch die eine oder andere Einstellung vornehmen, bevor ihr das Gerät wirklich mit in die Luft nehmt. Rechts sind die ganzen Optionen für die Foto- und Videoaufnahmen, also der Starten-Button und um von Foto- auf Videomodus umzuschalten. Das schauen wir uns nachher nochmal im Detail an. Bevor ihr startet, solltet ihr noch einige Einstellungen im Menü in den Details der App vornehmen. Dazu geht ihr rechts oben in der Ecke auf die 3 Punkte. Den Rest erkläre ich euch später im Video noch im Detail. Jetzt wollen wir erst einmal nur auf den zweiten Reiter gehen, und zwar den Menüpunkt Sicherheit. Dort habt ihr oben den Abschnitt Flugsicherheit und könnt 3 Werte einstellen. Das erste ist die maximale Flughöhe. Den Wert solltet ihr einfach, würde ich sagen, auf das setzen, was gesetzlich vorgegeben ist. Das sind in Deutschland die 100 Meter. Und das zweite ist die maximale Flugdistanz. Hier solltet ihr einen Wert wählen, je nachdem, was für eine Mission oder was für ein Ziel ihr anfliegt. Ihr dürft natürlich nur in Sichtreichweite fliegen, dass das dementsprechend dazu passt. Die ersten 2 Funktionen haben einfach den Hintergrund, ihr bekommt eine Warnung, wenn ihr dann an die Grenze rankommt, sowohl an die Flugdistanz als auch an die Flughöhe, und die Drohne bremst ab und geht dann nicht drüber, solange ihr diesen Wert nicht erhöht. Also hier könnt ihr euch selber einfach einen kleinen Sicherheitsrahmen stecken. Den solltet ihr entsprechend auch kleiner machen, wenn ihr das erste Mal fliegt und vielleicht sogar auf 100 Meter runtersetzen. Dann passiert es nicht, dass ihr aus Versehen eben zu weit wegfliegt. Das Wichtigste ist die dritte Funktion, das müsst ihr unbedingt vor jedem Flugantritt justieren, und zwar ist das die automatische Rückkehrhöhe. Die ist dafür wichtig, wenn ihr den Return-to-Home-Modus, also das automatische Zurückkehren der Drohne zum Startpunkt auslöst oder das automatisch ausgelöst wird, wenn der Akkustand zu niedrig ist oder die Drohne die Funkverbindung verliert. Dann kehrt sie nicht direkt zu euch zurück, sondern geht erstmal auf eine sichere Flughöhe. Und wie hoch sicher ist, das legt ihr hier fest, und das müsst ihr anhand dessen festlegen, wie hoch die Hindernisse sind, die beim Rückflug der Drohne in den Weg kommen können. Das heißt, wenn ihr auf flachem Feld seid, könnt ihr das relativ niedrig halten. Wenn aber da auch schon mal Bäume dazwischen sind, dann sind eben diese vorgegebenen 30 Meter relativ gut. Die lasse ich auch meistens eingestellt, das ist eigentlich ein ganz guter Wert. Wenn ihr aber natürlich seht, dass da noch irgendwelche Gebäude, Masten oder was auch immer dazwischen sein können, die wesentlich höher sind oder die Bäume dementsprechend höher sind, dann könnt ihr das hier auch auf einen höheren Wert setzen und die Drohne steigt dann auf diese Höhe, bevor sie zu euch zurückkehrt und dann dort von dieser Höhe aus eben wieder landet. Um die Drohne zu starten und in die Luft zu bekommen, habt ihr 2 Möglichkeiten. Das könnt ihr über die Sticks manuell machen, und zwar indem ihr beide Steuersticks nach unten und zueinander zur Mitte hin, also den linken in die untere rechte Ecke und den rechten in die untere linke Ecke hin bewegt und dort haltet. Dann starten die Motoren der Drohne und dann könnt ihr den linken Stick nach oben bewegen, um den Flug zu starten. Oder ihr könnt in der App einfach links auf der Seite auf das kleine H oder dieses kleine Kreis-Pfeil-Symbol klicken. Dort öffnet sich dann ein neues Fenster, das euch die Startoption anzeigt, und ihr müsst in den Kreis dann lang genug reindrücken, bis der Kreis außenrum komplett gefüllt ist, und dann startet die Drohne auch direkt automatisch.
Die Quickshots einstellen kann man, indem man rechts über dem Aufnahmeknopf auf das kleine 2,7K Symbol klickt oder das Symbol, über dem man den Video- oder Fotomodus dementsprechend umschalten kann. Dort kommen wir dann in das Menü und können ganz als untersten Punkt Quickshots auswählen und sehen dann auch die ganzen Quickshots, die die App momentan zur Verfügung stellt. Und das ist der Modus Droni, der Modus Rocket, Kreisen und Helix. Wir wählen als erstes oben Droni aus und sehen links daneben dann auch eine Skala, auf der wir zusätzliche Einstellungen machen können. Die sind abhängig von dem jeweiligen Modus, und bei Droni haben wir hier die Möglichkeit, die Distanz, also die Flugentfernung einzustellen. Links daneben sehen wir noch ein kleines Video, was abläuft, was schon mal als Vorschau zeigt, wie der Modus später denn dann einmal aussehen wird. Und wir sehen, dass die Drohne rückwärtig von uns wegfliegt, und mit der Distanz stellen wir eben genau diese Distanz ein, wie weit die Drohne von uns rückwärtig wegfliegen wird. Da die Drohne keine Hindernissensoren hat, müsst ihr natürlich schauen, dass dort alles rückwärtig dementsprechend auch frei ist und auch in diesem steigenden Winkel frei ist. Wenn ihr dort die Einstellungen alle gemacht habt, könnt ihr dieses Vorschauvideo wegklicken dementsprechend. Und dann seht ihr erst einmal nochmal das Live-Bild, und jetzt könnt ihr dort die Person oder auch den Gegenstand auswählen, die ihr im Fokus haben wollt. Das kann eben eine Person sein, die ist gegebenenfalls auch schon vorselektiert, so wie ihr es hier seht mit diesem Plus-Symbol, und ihr könnt sie auswählen, indem ihr das Plus-Symbol anklickt. Das können verschiedene Gegenstände oder Personen sein, die die App da gegebenenfalls schon vorher erkennt und vorselektiert. Ihr könnt aber auch jeden anderen Gegenstand nehmen oder auch in irgendeine andere Richtung schauen. Das müsste auch gar nicht ihr sein. Das kann irgendein Objekt, irgendein Auto sein oder wie auch immer. Und wenn es nicht vorselektiert ist, dann könnt ihr manuell auf der App einen Rahmen um das Objekt ziehen und es damit dann markieren. Und wenn ihr es dann anklickt, dann ist rechts der Button auf der rechten Seite. Der wird dann zum Start-Button, also grün und Start, und wenn ihr den dann anklickt, dann startet das Ganze, und zwar insofern, dass zuerst ein Countdown runterläuft, 3, 2, 1, und wenn der Countdown runtergelaufen ist, dann startet die App auch automatisch die Aufnahmefunktion und fliegt das vorgegebene Muster eben dementsprechend ab. Ihr müsst die Aufnahme nicht selber einstellen, und ihr seht auch die Prozentzahl, die rechts da langsam runterläuft oder hochläuft, und bei 100% ist der Modus eben beendet. Der Modus ist auch nur so lang, wie der jeweilige Flugsequenz vorgegeben ist. Ihr könnt das nicht verlängern oder auch nichts beeinflussen dabei. Ihr könnt auch in den anderen Modis, werdet ihr es auch sehen, nicht die Steuerung beeinflussen, also zum Beispiel den Radius erhöhen oder die Höhe erhöhen, dann bricht der Modus sofort ab. Ihr könnt die Modi wirklich nur so nutzen, wie sie dann sind, und wenn das Ganze beendet ist, wird die Aufnahme auch beendet, und ihr könnt euch das Ergebnis dann anschauen, und das Ganze sieht dann so hier aus. Das Ganze ist ein reiner Videoclip. Die Musik, die ihr im Hintergrund hört, das ist nur etwas Musik, die ich euch hier einblende. Das Resultat ist wirklich ein reines Videoresultat. Und hier der Clip, wie ihr seht, wie besonders weich und elegant die Aufnahmen dann auch aussehen und geschmeidig sozusagen von der Person weggeflogen wird, bis die Aufnahme dementsprechend beendet ist. Kommen wir dann zum zweiten Quickshot-Modus, nämlich dem Modus Rocket, den wir hier mal vorselektieren und auswählen. Dann seht ihr links daneben, dass ihr wieder Einstellungen dazu machen könnt. Und zwar ist das diesmal nicht die Distanz, sondern die Flughöhe, die ihr auswählen könnt, bis zu 40 Metern. Denn im Rocket-Modus wird die Drohne senkrecht gerade über euch hochfliegen und dabei die Kamera nach unten schwenken, um euch im Blickpunkt zu halten oder eben den Gegenstand, den ihr selektiert habt. Und auch hier, sobald ihr die Person dementsprechend dann anwählt oder einen Rahmen drum zieht, dann auf Start klickt, beginnt der Countdown, 3, 2, 1, und die Drohne startet automatisch die Aufnahme selber, schwenkt die Kamera leicht nach unten und fliegt senkrecht über euch in die Höhe bis zu der angegebenen Höhe. Die Prozentzahl rechts neben dem Aufnahmeknopf läuft weiter hoch, bis die Höhe dementsprechend erreicht ist, und die Aufnahme ist abgeschlossen, und wir schauen uns die Aufnahme hier wieder an. Auch hier seht ihr, wie die Drohne ganz weich die Kamera nach unten schwenkt, dann Höhe zunimmt und bis auf die entsprechende Höhe dann aufsteigt.
Beim dritten Modus haben wir jetzt den Kreisenmodus. In dem Modus wird die Drohne einen Kreis um euch oder das selektierte Objekt herumfliegen. Ihr seht unten drunter um das Objekt, momentan bin ich ja hier noch markiert, auch zwei Pfeile rechts oder links. Da könnt ihr auswählen, ob sich die Drohne rechtsrum oder linksrum um euch drehen soll. Ihr könnt, wenn das Ganze gestartet ist, nicht wie beim POI-Modus bei den Mavic 2 Modellen und so weiter, dann noch den Radius und die Höhe selber steuern und erhöhen, sondern Radius wird der Radius genommen oder die Entfernung, die ihr zum Startpunkt des Quickshot-Modus gerade von dem Objekt selber habt. Das heißt, ihr müsst die Drohne so in Position bringen, dass sie auf der richtigen Entfernung ist, die ihr nachher im Bild auch haben wollt, und erst dann den Startknopf drücken und dann wird die Drohne genau von der Entfernung in der angeklickten Flugrichtung starten, einen Kreis genau um das Objekt herumzudrehen und die Aufnahme automatisch wieder zu starten und diese dann zu beenden, wenn genau ein Kreis, also 360 Grad abgeflogen sind. Das könnt ihr auch wieder nicht verlängern oder verkürzen, sondern es wird genau ein Kreis geflogen und dann die Aufnahme entsprechend beendet. Und das Ergebnis schauen wir uns jetzt hier einmal an. Ein wunderbarer Kreis, genauso wie es sein soll, schön leicht und gleichmäßig geflogen und das Objekt absolut perfekt im Mittelpunkt gehalten. Und als letzten Modus haben wir den Modus Helix. Das ist ein Modus, in dem die Drohne einen Kreis um euch wieder rumfliegt. Ihr könnt über den Pfeil rechts und links auch wieder die Richtung bestimmen, aber hier über die Einstellungen die maximale Entfernung einstellen. Das geht bis 40 Metern, denn der Kreis wird vergrößert werden. Das heißt, der Radius wird vergrößert und gleichzeitig nimmt die Drohne auch noch an Flughöhe zu, sodass eine Art Helix, eben eine Spirale geflogen wird mit steigendem Radius und steigender Höhe. Und das gibt nochmal eine super Übersicht oder einen super Ausblick auch auf die Landschaft um das markierte Objekt ringsherum. Das Objekt wird wieder markiert oder das Plus dementsprechend angewählt. Der Countdown zählt runter, die Aufnahme startet und die Drohne fängt an, ihr Muster abzufliegen. Auch hierbei wird wieder genau ein Kreis von 360 Grad abgeflogen, also einmal ringsherum. Und ihr seht hier auch, wie die Distanz schon sehr schnell zunimmt. Die Drohne muss da auch gerade bei der großen Distanz bis zu 40 Metern eine sehr hohe Geschwindigkeit fliegen. Das seht ihr hier auch, wie schnell das Ganze und trotzdem noch butterweich vonstatten geht. Und auch hier, wenn der Kreis vollendet ist, wird die Aufnahme abgeschlossen und wir schauen uns das Ergebnis an. Und so sieht dann die finale Aufnahme von der Helix aus. Der Kreis startet, die Entfernung nimmt zu und es wird wieder butterweich das Helix-Muster dementsprechend abgeflogen. Im ganzen rechten Bereich, rechts und rechts unten, seht ihr die ganzen Aufnahmemöglichkeiten, zum Beispiel die aktuell eingestellte Auflösung und ob ihr im Foto- oder Videomodus seid. Hier aktuell werden diese 2,7K eingeblendet. Dort könnt ihr die Frequenz, also die Bildwiederholrate, die Bilder pro Sekunde einstellen, zwischen 30 und 25 Bilder pro Sekunde, wenn ihr hier auf 2,7K seid. Wenn ihr auf 1080p seid, also auf Full HD, könnt ihr sogar bis 60 FPS auswählen. Ich fliege typischerweise immer in 2,7K und 30 FPS und das ist auch das Material, was ich am besten verwenden kann und am meisten benötige. Oben drüber habt ihr die Möglichkeit, auf den Fotomodus zu wechseln. Dort habt ihr die Möglichkeit, Einzelbilder oder Intervallbilder zu machen, also regelmäßige Bilder in gleichen Abständen, wenn ihr zum Beispiel einen Zeitraffer generieren wollt und den dann nachher am PC automatisch zusammensetzen wollt oder eben einfach auf Einzelbilder bleiben. Unten rechts in der Ecke habt ihr dann nochmal die Möglichkeit, wenn ihr im Fotomodus seid, wenn ihr unten auf Auto klickt, dann das Ganze von Auto auf manuell umzustellen und könnt dort dann nochmal die Verschlusszeiten dementsprechend manuell wählen, die ISO-Werte manuell wählen.
Und das Ganze könnt ihr aber nicht, ich probiere es auch gerade nochmal aus, in der Videofunktion. Dort ist, glaube ich, die Automatik, wie wir es hier auch sehen, immer vorgegeben und ihr habt nicht die Möglichkeit, irgendwelche Einstellungen manuell vorzunehmen. Die Aufnahme startet ihr, wenn ihr hier auf den Aufnahmeknopf drückt und dann läuft die Aufnahme sofort los. Und ihr könnt sie mit dem gleichen Knopf natürlich auch wieder dementsprechend beenden. Schauen wir uns jetzt mal die angebotenen Flugmodi an. Und zwar könnt ihr die auswählen, indem ihr oben rechts wieder ins Menü geht und dann auf den Reiter Steuerung. Und dort bekommt ihr die 3 Flugmodi angezeigt, nämlich Sport, Position und Sinnesmooth. Position ist der Flugmodus, der standardmäßig ausgewählt ist, in dem sich die Drohne normal verhält. Den wählen wir jetzt hier auch nochmal aus und ihr seht, wie ihr hier ganz normal fliegen könnt. Das könnt ihr sowohl für Aufnahmen als auch für normales Fliegen einfach wunderbar benutzen. Die Reaktionszeiten sowohl vom Drehen als auch vom Steigen und alle anderen Flugverhalten sind hier ziemlich human, mittelmäßig eingestellt. Und wir wechseln jetzt mal auf den Sportmodus und den könnt ihr nicht nur in diesem eben gesagten Menü wechseln, sondern auch indem ihr links oben in der App auf das kleine Symbol aus den Buchstaben drückt. Dort steht nämlich erst ein P da. Wenn wir jetzt nochmal draufklicken, dann wechselt das zum S und es wird auch eingeblendet, dass wir jetzt im Sportmodus sind und dort wird das Ganze wesentlich aggressiver eingestellt. Das heißt, wir können viel schneller fliegen, bis zu 50 km/h. Das kann man für sportliches Fliegen einfach benutzen. Die Drohne reagiert da viel aggressiver. Man muss da natürlich auch dementsprechend fit sein. Man kann das aber auch für Aufnahmen benutzen, wenn man zum Beispiel sehr schnell über eine Wiese und von der Wiese wegfliegen will, so wie ihr das hier seht, dann kann man das auch in die Aufnahmen dementsprechend mit einbauen. Ansonsten ist es aber für Aufnahmen eher ungeeignet, weil man da natürlich nicht mehr so weich fliegen kann und die Drohne so genau steuern kann wie in dem normalen Modus. Und als nächstes wechseln wir dann nochmal auch hier über die Schnellfunktion oben zum Cine-Modus, Cinematic-Modus. Das wird mit einem C angezeigt oder auch Sinne-Smooth-Modus, wie es hier gezeigt wird, also besonders Kinoreifen-weiche Modus. Und dort ist die Drohne sehr träge, das heißt, sie bewegt sich nur sehr langsam auf die Steuerungsimpulse. Auch die Drehung um die eigene Achse ist sehr langsam und das kann man natürlich benutzen, wenn man schöne, lange, langsame, weiche Aufnahmen machen will, weiche Schwenks über die Landschaften oder näher an Objekte ranfliegen will oder auch Personenaufnahmen etwas näher machen will. Denn dort ist es dann nicht so gefährlich und die Drohne viel einfacher zu steuern, weil sie eben dementsprechend träge sich bewegt. Das ist auch ein Modus, der besonders interessant ist für das Indoor-Fliegen, wo man nicht so viel Raum und Platz hat und da die Drohne dementsprechend besser und weicher und sauberer steuern kann. Neben den Flugmodi gibt es auch noch 2 verschiedene Gimbal-Modi, nämlich wie sich der Gimbal, also der Kameraausgleich, verhalten soll. Das ist standardmäßig auf Folgen-Modus gestellt. Das ist der Modus, wo die Kamera ganz weich der Drohnenbewegung auch folgt. Das heißt, wenn man um eine Kurve fliegt, dann die Kamera diese Kurve noch etwas dämpft, aber auch dann langsam mit um die Kurve zieht und auch von der Neigung immer versucht, komplett gerade auf Horizontlevel zu bleiben. Das ist das, was wir kennen vom normalen Fliegen her, das auch ganz normal aussieht, so wie wir es hier sehen, was man auch standardmäßig sicherlich am meisten benutzt. Und dann kommen wir noch zum FPV-Modus, den können wir hier im Menü dann eben dementsprechend umstellen. Und der FPV-Modus ist ein bisschen speziell, er ist anders wie bei allen anderen Drohnen und auch wie bei den anderen DJI-Drohnen, denn dort heißt er typischerweise nicht FPV-Modus, sondern Fixed-Wing-Modus. Das ist ein Modus, wo sich die Drohne so ein bisschen ähnlich verhält wie ein Flächenflugzeug und wenn man in die Kurve fliegt, dann auch den Gimbal ein bisschen mitneigt, sodass es aussieht wie ein Flächenflugzeug, was eben in der Kurve dynamisch um die Kurve rumzieht sozusagen. Das funktioniert hier aber ein bisschen anders und finde ich auch einiges komplizierter wie bei dem Fixed-Wing-Modus, denn hier passiert das über den rechten Steuerknüppel, dass man da die Drohne, beziehungsweise nicht die Drohne, es sieht nur aus, als ob sich die Drohne neigt, aber eigentlich neigt sich nur die Kamera und diese Neigung hervorruft, aber über den rechten Steuerknüppel wird eben nur die Neigung durchgeführt, aber sie führt gleichzeitig nicht auch eine Drehung durch und dann sieht das Ganze ein bisschen komisch oder unecht aus und man muss parallel noch mit dem linken Steuerknüppel auch die Kurve einleiten und das ziemlich weich und gleichmäßig zur Neigung und das ist etwas, was hier ziemlich schwer gelingt und ziemlich viel Können und Übung erfordert, sodass dann nachher wirklich ein Resultat rauskommt, was so aussieht, als ob man mit einem Flächenflugzeug über die Wiese fliegt. Das kann dann ziemlich coole Ergebnisse
zur Folge haben, so wie ihr hier seht, aber es ist halt ziemlich schwierig, weil man beide Bewegungen gleichzeitig sozusagen mit den Steuerknüppeln übereinander legen muss. Ich bin mir nicht sicher, ob das von DJI absichtlich so gedacht ist oder ob der Modus vielleicht gar nicht dafür gedacht ist, eben diesen Fixed-Wing-Modus hier zu emulieren oder ob man nur die Kamera damit neigen will. Ich bin mit DJI da auch schon in Kontakt und bin gespannt, was die dazu sagen und ob die den Modus gegebenenfalls noch updaten und einen richtigen Fixed-Wing-Modus draus machen. So oder so könnt ihr den eben für stilistische Zwecke dementsprechend hier auch benutzen und einsetzen. Eine sehr wichtige Funktion ist auch die schon oft im Nebensatz angesprochene Return-to-Home-Funktion, die eben dafür da ist, im Notfall das Fluggerät wieder zum Startpunkt zurückzuholen oder auch wenn ihr selber euch überhaupt nicht mehr sicher seid, wo die Drohne genau ist, sie ein bisschen aus dem Blick verloren habt, was eigentlich nicht passieren sollte, oder aber auch die Orientierung nicht mehr ganz zu sehen ist sozusagen und ihr euch einfach unsicher seid, wie ihr sie jetzt zurückbekommt, dann könnt ihr das Return to Home auch manuell auslösen. Es wird entweder, wie gesagt, ausgelöst, wenn der Akkustand zu niedrig ist oder wenn die Verbindung abbricht oder beim Flugzeug irgendwas die Drohne selber über sich sagt, das ist mir irgendwas dubios, dann kehrt sie automatisch zurück oder ihr könnt es auslösen über zwei Möglichkeiten und zwar zum einen über den Return-to-Home-Knopf, das ist der hier oben links auf der Fernbedienung, indem ihr den drückt oder länger gedrückt haltet oder in der App auch links über den Button, über den ihr die Drohne gestartet habt. Und dort ist wichtig zu verstehen, wenn ihr den Button drückt, seht ihr hier, bekommt ihr entweder nur einen Kreis angezeigt, nämlich zum Direktlanden. Das ist der Fall, wenn ihr zu nah in eurer Umgebung seid. Dann sagt die Drohne, es macht nicht Sinn, auf die Return-to-Home-Höhe erst nochmal aufzusteigen, die paar Meter zu euch zurückzukommen und dann wieder abzusinken, sondern dann sagt sie, ich würde jetzt direkt da landen, wo ich bin. Ist das okay? Oder wenn ihr mit der Drohne weiter weg seid, ich sage mal, das sollten so mindestens 20, 30 Meter sein. Erst dann ändert sich das Icon in zwei einzelne Icons und dann habt ihr ein Icon zum Direktlanden dort, wo ihr seid oder zum Return to Home und ihr müsst eines dieser beiden Icons dann länger gedrückt halten und wenn ihr das macht, speziell bei dem Return to Home, dann löst die Drohne dieses aus, so wie sie es auch im Notfall auslösen würde, denn sie steigt dann auf die Höhe ein, die ihr am Anfang in den Settings eingestellt habt als Flughöhe, kehrt dann zu euch zurück, beziehungsweise zu dem Punkt, den sie beim Start aufgezeichnet hat, GPS-positionstechnisch, und landet dort wieder. Das heißt, ihr müsst sie auch die ganze Zeit im Auge behalten und solltet auch die Fernsteuerung trotzdem in der Hand behalten, denn ihr könnt auch während des Return-to-Homes und während des Landeanflugs die Drohne noch beeinflussen. Wenn ihr merkt, die GPS-Position ist nicht so genau oder nicht so gut aufgezeichnet und sie landet jetzt ein paar Meter daneben und da ist dann vielleicht gerade irgendwas uneben oder ein Stein unten drunter, ein großer Fels oder wie auch immer oder eine Pfütze, dann könnt ihr mit der Fernsteuerung im Landeanflug die Drohne auch noch nach rechts und links navigieren, um sie eben dementsprechend zu beeinflussen. Oder ihr habt auch jederzeit das X-Symbol, über das ihr die komplette Return-to-Home-Funktion jederzeit abbrechen könnt. Wenn ihr sagt, okay, sie ist jetzt weit genug zurückgekehrt, ich sehe sie jetzt wieder, alles ist in Ordnung, ich kann jetzt wieder selber weiterfliegen, dann könnt ihr die Funktion abbrechen und eben manuell weiterfliegen oder auch manuell landen. Schauen wir uns jetzt nochmal alle weiteren Möglichkeiten an, Einstellungsmöglichkeiten, die in den Settings der App möglich sind. Dazu rechts oben wieder auf die 3 Punkte klicken. Vorhin haben wir eben diesen Reiter Sicherheit uns schon mal genau angeschaut. Jetzt springen wir nochmal zurück zum ersten Reiter. Das ist die Schnellauswahl. Hier habt ihr einige Schnellfunktionen, die ihr auch in den weiteren Einstellungen nochmal findet, aber die hier zusammengefasst sind. Das ist zum Beispiel die Option Startpunkt aktualisieren. Der Startpunkt, wie mehrfach erwähnt, ist ja wichtig für das Return to Home, also wohin die Drohne zurückkehren soll im Fehlerfall oder wenn ihr das Return to Home auslöst. Und es kann ja sein, dass dieser Startpunkt oder dieser Rückkehrpunkt sich ändert. Zum Beispiel, wenn ihr auf Wanderschaft seid und neben euch herfliegt und die Drohne dann gar nicht mehr zum alten Startpunkt zurückkehren soll, sondern ihr eure Location gewechselt habt, dann könnt ihr hier über Startpunkt aktualisieren die aktuelle Position der Drohne, da wo sie sich jetzt gerade befindet, als neuen Startpunkt setzen. Wichtig ist natürlich, dass sich die Drohne da über einer ebenen Fläche befinden sollte, also nicht gerade irgendwo über einem Bachlauf oder über einen Felsen, denn dorthin wird, wie gesagt, die Drohne zurückkehren im Notfallpunkt, wenn ihr da die neue Position dementsprechend setzt. Gimbal neu zentrieren ist eine Option, wenn der Gimbal irgendwie nicht mehr ganz mittig ist oder aus der Waage gelaufen ist, dann könnt ihr ihn hier neu kalibrieren und Fluggerät verbinden. Hier könnt ihr die Verbindung vom Fluggerät, die wir vorhin ohnehin schon durchgeführt haben, die auch automatisch normalerweise passiert, nochmal manuell anstoßen. Thema Sicherheit, die oberen Punkte hatten wir uns schon mal angeschaut. Weiter unten kommen wir zum Punkt IMU.
Kalibrieren, das leuchtet auch rot, wenn es hier Probleme gibt. Ihr seht hier IMU normal, das heißt, hier ist kein Kalibrieren notwendig und auch eine Kompasskalibrierung unten drunter ist nicht notwendig. Das braucht ihr ohnehin dann nicht machen, wenn es euch die App nicht dediziert sagt und euch dazu auffordert. Hier könnt ihr es aber manuell anstoßen und dann wird euch auch der Prozess für das Kalibrieren mit entsprechenden Grafiken gezeigt, nämlich dass ihr 1,5 Meter Höhe haben solltet, also die Höhe in der Hand haben solltet für das Kalibrieren, keine metallischen Gegenstände in der Gegend sein sollen und dann sollt ihr das Fluggerät horizontal um 360 Grad drehen und wenn ihr das gemacht habt, dann müsst ihr sie typischerweise auch nochmal vertikal um 360 Grad drehen. Das bekommt ihr aber in der App dann grafisch angezeigt oder könnt ihr auch auf YouTube nochmal googeln. Da gibt es diverse Videos, die euch zeigen, wie ihr das am besten macht und wie das Ganze vonstatten geht. Weiter unten gibt es nochmal erweiterte Einstellungen. Hier könnt ihr den Notfallmotorenstopp einstellen, also wie genau er passiert und wann er eben passiert. Ob das nur im Notfall ist, also in einer Notfallsituation oder jederzeit. Und unten der Propeller-Cover-Mode, das ist eine relativ wichtige Geschichte, wenn ihr die Prop-Guards, also den Propellerschutz montiert, ob dann die Performance vom Fluggerät automatisch angepasst werden soll. Das ist eigentlich eine ganz coole Option, sodass dann das erhöhte Gewicht quasi kompensiert wird von der Drohne selber und sie sich dann trotzdem noch agil dementsprechend fliegen lässt. Ganz unten drunter gibt es noch die Find My Drone-Geschichte, das ist eine ganz coole Geschichte. Hier bekommt ihr dann auf der Karte angezeigt, wo sich die Drohne aktuell befindet und ihr könnt durch Piepen und Blinken, wenn ihr unten rechts auf den Knopf drückt, die Drohne dann auch noch piepen lassen, sodass, wenn ihr doch irgendwo einen Unfall habt und sie abgestürzt ist, sie dann eben einfacher wiederfinden könnt und auch die aktuelle Position oder die letzte empfangene Position auf der Karte dementsprechend findet. Ganz unten Drohnenidentifikation, dort könnt ihr nochmal einstellen, ob sie ihre Identifikationsdaten übertragen soll. Das ist für manche gesetzlichen Regulatorien oder auch die neue EU-Gesetzgebung wichtig, die bald kommen wird. Dann könnt ihr hier nämlich einen Identifikationscode eintragen und den überträgt die Drohne auch an andere Luftfahrzeuge oder an Stellen, die das dementsprechend auslesen können. Das könnt ihr hier auch datenschutztechnisch dementsprechend an- und ausschalten, wie ihr das wollt oder was die Gesetzgebung dementsprechend eben vorsieht. Der nächste Menüpunkt oben ist die Steuerung. Hier haben wir nochmal die Flugmodi, das haben wir euch vorhin beim Fliegen schon gezeigt, die ihr hier umstellen könnt. Außerdem nochmal die Einheiten. Unten drunter den Gimbal-Modus und FPV-Modus, das haben wir euch auch gezeigt. Die Gimbal-Kalibrierung könnt ihr hier nochmal anstoßen, wie am Anfang im Schnellmenü gesehen. Den Fernsteuerungsmodus umstellen, dort solltet ihr Modus 2 lassen, das ist eigentlich der gängige Modus. Das hat was damit zu tun, welche Aktionen, also rechts drehen, links drehen, steigen und sinken, auf welchen Steuerknüppeln liegt, also rechts oder links. Da gibt es verschiedene Modi. Modus 2 ist eigentlich das, was man aktuell macht. Modus 1 ist ein älterer Modus, den die Leute früher gelernt haben und wer das vielleicht gewohnt ist von älteren oder früherem Flugzeug fliegen oder Drohne fliegen, der kann das auch auf den älteren Modus umstellen. Außerdem könnt ihr die Fernsteuerung nochmal kalibrieren und Fluggerät neu verbinden und ganz unten könnt ihr auch den Newbie Guide, also die Einblendung, die ihr am Anfang bekommt, welche Funktionen der App wo sind, das könnt ihr hier nochmal resetten, dass ihr den wieder dementsprechend eingeblendet bekommt. Dann kommen wir oben zu den Kamera-Settings. Hier könnt ihr das Bildformat von der Kamera von 3:4 auf 16:9 ändern. Die Speicherkarte nochmal neu formatieren, seht ihr auch die Speicherkarte, wie viel Restkapazität ihr habt und in den erweiterten Einstellungen könnt ihr zum Beispiel nochmal Gitterlinien einblenden und verschiedene andere Detaileinstellungen machen, Zwischenspeicher, Cache und so weiter. Wenn wir dann oben auf Übertragung gehen, dann sehen wir den aktuell gewählten Übertragungskanal oder die Übertragungsfrequenz. Das ist jetzt hier in dem Fall 5,8 GHz. Normalerweise solltet ihr das Ganze hier auf manuell stehen haben, standardmäßig. Das kann ich jetzt hier gerade nicht umstellen, weil das Fluggerät dazu neu booten muss. Das solltet ihr aber auf Automatik haben und auch auf Automatik lassen, denn dann wählt die Drohne selber die richtige Frequenz. Sie kann bei 2,4 GHz oder 5,8 GHz übertragen. Wichtig ist, dass die Drohne da eben einfach selber etwas selektiert, wo möglichst wenig Störungen sind. Hier unten bei den Balken seht ihr die Störungen auf den verschiedenen Kanälen, die in dieser Frequenz dann nochmal ausgewählt werden können und weiß hinterlegt den Kanal, der gerade gewählt ist. Dort wählt die Drohne selber den mit den minimalen Störungen, wo ihr dann einfach die beste Übertragungsqualität habt und auch am weitesten kommt und die beste Bildübertragung habt. Und das macht sie, wie gesagt, automatisch. Die zwei Kanäle haben prinzipiell nochmal
den Unterschied. 5,8 GHz ist eigentlich das Band, was oft freier ist, weil es weniger benutzt wird und nur ganz neue WLANs das benutzen können, hat aber eigentlich die bisschen geringere Reichweite. 2,4 GHz, also die andere Übertragungsfrequenz, die hat mehr Reichweite, aber das Frequenzband ist oft viel mehr belegt, weil da zum Beispiel Bluetooth in diesem Frequenzband funkt und auch die meisten WLANs. Und deswegen einfach diese zwei Möglichkeiten, die beide Vor- und Nachteile haben, wo hier die Drohne dazwischen wechseln kann. Hier sei auch die Empfehlung gesagt, ihr solltet gegebenenfalls das Bluetooth von eurem Handy vielleicht komplett vorher abschalten, bevor ihr startet, weil dann kommt ihr euch selber auch weniger ins Gehege und macht euch nicht selber noch Störungen mit dem Handy, die die Fernsteuerung gegebenenfalls und die Reichweite negativ beeinträchtigen können. Dann kommen wir zum nächsten Punkt hier nochmal, der hier mehr heißt, und hier könnt ihr nochmal verschiedene Einstellungen machen, zum Beispiel den Namen von eurem Fluggerät selber verändern. Das ist den ihr auch in der App, dann in der Go-App dementsprechend angezeigt bekommt am Anfang. So, jetzt bin ich hier rausgesprungen. So, und weiter unten seht ihr auch nochmal die Softwarestände, zum Beispiel von der Firmware auf dem Fluggerät, von der Fernsteuerung, von der FlySafe-Datenbank und die App-Version, und ganz weiter unten auch noch die eigene Seriennummer vom Fluggerät. Das scrolle ich jetzt nicht runter, damit hier meine Seriennummer eben nicht eingeblendet wird. Und hier könnt ihr auch auf Aktualisierung prüfen, also Updates direkt vom Fluggerät, von der FlySafe-Datenbank und der Fernsteuerung direkt hier in der App auslösen. Da müsst ihr aber nicht regelmäßig reinschauen, weil typischerweise, wenn ihr die App startet und das Fluggerät verbindet und eine neue Firmware-Version vorhanden ist, dann wird ihr euch auch automatisch angezeigt und ihr könnt die downloaden und dann dementsprechend aufspielen. Ihr solltet dazu aber zu Hause am besten im WLAN sein, denn dann wird sie am schnellsten runtergeladen. Deswegen macht es Sinn, vor Flugantritt oder vor einer Reise oder wie auch immer zu Hause die Drohne im WLAN auch nochmal anzuschalten, zu verbinden und zu schauen, ob es hier dementsprechend Neuigkeiten und Updates gibt, die ihr hier dementsprechend einspielen könnt. Weitere Funktionen, die man teilweise von den anderen DJI-Modellen gewohnt ist, wie zum Beispiel den Active Track-Modus oder einen Follow-Me-Modus oder den Waypoints-Modus, die sucht man hier vergebens, die gibt es aktuell nicht. Es ist auch unklar, ob DJI die noch nachliefern wird über Firmware-Updates. Ich vermute wahrscheinlich eher nicht, denn DJI wirbt ja damit, dass die Drohne besonders simpel und einfach und kompakt ist und nicht zu sehr mit Funktionen überladen. Nicht nur besonders leicht ist, sondern eben auch die Handhabbarkeit sehr überschaubar ist. Und deswegen denke ich, werden solche Funktionen nicht nachgeliefert. Auch die gängigen oder aktuell gezeigten Funktionen, die Quickshots, können nicht dazu in Anführungsstrichen missbraucht werden, um zum Beispiel Active Track auszulösen. Man kann zwar Objekte markieren, aber diese werden dann eben nicht verfolgt. Das wird ihnen nicht automatisch hinterhergeflogen. Und auf der Karte kann man keine Waypoints, also keine automatisch abfliegenden Strecken planen. Das sind alles Funktionen, die wie gesagt hier nicht vorhanden sind und wo auch DJI sagt, das ist gar nicht der Anspruch der Drohne, denn das soll ja ein Modell in einer besonders neuen Sparte sein und keine Konkurrenz zum Beispiel zu den DJI Mavic 2 Modellen. Wichtig ist, ich hoffe, der Beitrag hier hat euch gefallen. Zum Verständnis, das sollte kein Test sein. Das ist nicht ein Testbericht, der alle Details vorstellt und was die Mavic 2 Mini oder beziehungsweise die Mavic Mini, nicht Mavic 2, sondern die Mavic Mini kann. Denn dafür haben wir euch ja schon einen separaten, ganz ausführlichen Testbericht hier auf YouTube gedreht. Und den verlinke ich euch hier gerade nochmal hier oben. Das heißt, wenn ihr eine Bewertung der Drohne haben wollt, was gut ist und was nicht gut ist und ob die Drohne prinzipiell was taugt, wie die Kameraeigenschaften sind, nochmal viele Live-Aufnahmen sehen wollt und so weiter und so fort, dann am besten den Testbericht anklicken, den blende ich euch im Abspann auch nochmal ein, dann könnt ihr den dort auch nochmal anklicken. Der Bericht hier sollte euch nur die Funktionen mal zeigen und die App-Funktionen und eine kleine Anleitungshilfe geben, wie die Drohne prinzipiell zu handhaben ist. Ich hoffe, unter dem Gesichtspunkt hat euch das Video was gebracht, entweder weil ihr euch noch entscheiden wollt und nicht wisst, ob die Drohne das Richtige ist und jetzt einfach ein bisschen mehr Gefühl dafür habt, wie das Ganze im praktischen Szenario aussieht, oder wenn ihr die Drohne schon habt, dann einfach eine einfachere und schnellere Übersicht habt, wie das Ganze zu handhaben ist, welche Funktionen es gibt und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann hinterlasst doch bitte gerne ein Like und kommentiert unten unter dem Video. Das hilft uns immer sehr. Gern können wir euch die eine oder andere Frage da auch nochmal beantworten. Und ansonsten auf jeden Fall auch nochmal unseren Kanal abonnieren, wenn ihr das nicht ohnehin schon gemacht habt, denn dann seid ihr bei den zukünftigen nächsten Videos auch wieder automatisch mit dabei. Würde mich sehr freuen, denn wie immer hat es mir sehr Spaß gemacht, das Ganze für euch hier zusammenzustellen und aufzubereiten, und ich freue mich schon auf die nächsten Videos, entweder über die Mavic Mini oder eben diverse andere kameratechnischen oder technischen Geräte. In diesem Sinne
Tschüss und bis zum nächsten Mal.